Hey Kai, was ist eigentlich Datenkultur? Ich könnte natürlich hart sagen, du hast ja hoffentlich das Framework ja schon mal angehört, was ich mit Carsten besprochen habe. Aber Datenkultur, ich sage immer so gerne, ein Data-Driven Environment aufzubauen. Das war ganz klar gestern. Aber jetzt eben zu sagen, ich muss den Schritt weitergehen. Ich kann nämlich nicht nur aus dem technologischen, ich meine, das ist so dieses Data-Driven Environment sehr, sehr häufig, da sage ich, okay, ich kann mit Hilfe von Technologie das Ganze aufbauen. Nein, das geht ein ganz schönes Stück weiter. Ich sage mal, Data-Driven ist dann vielleicht eine Voraussetzung oder ist ein Bestandteil der Datenkultur, aber es muss eben viel, viel größer gegriffen werden. Es geht wirklich an die Kultur der Organisation, sprich, was ist die Grundhaltung, was sind die Handlungen einer Organisation und die muss ich eben langfristig beeinflussen. Das ist nicht irgendwas, was ich einfach kaufen kann und sagen, super, habe ich schnell mal eingekauft, perfekt funktioniert, sondern da muss ich langfristig dran arbeiten und es ist sozusagen ja diese kollektive Einstellung dazu, die ich innerhalb einer Organisation habe, wo es dann natürlich, wie gesagt, man kann da auch dieses Framework sich nochmal anhören von Carsten, was die einzelnen Bestandteile dann sind oder wie man es möglicherweise dann auch nochmal genauer definieren kann. Aber das wäre für mich so diese Grundhaltung, Data-Driven ist sozusagen alt. Jetzt muss man eben in der Data-Kultur denken. Ja, das Thema Kultur, du hast es erwähnt, hat für mich auf jeden Fall zu tun mit Werten, Normen, mit Einstellungen zu bestimmten Themen auch. Und jetzt fängt es für mich da letztendlich schon an, weil sozusagen im Standard muss das immer so und so gehen. Ich glaube, so ein paar Eckpfeiler gibt es schon und darüber würde ich auch natürlich sehr gerne mit dir reden, was da meine Sicht betrifft und mich mit dir austauschen.